Die Firma Uptech aus China hat Ende 2025 bei einer Massenauslieferungszeremonie weit über 100 Roboter gezeigt und die Bilder erinnern extrem stark an den Film iRobot aus dem Jahre 2004 mit Will Smith, wie hier beim Überblick über eine Halle voll mit Robotern oder hier, als sich ein riesiges Rolltor öffnet und zig Roboter zum Vorschein kommen. Doch wer oder was ist die Firma Uptech eigentlich? Wo kommen sie her? Und sind diese Bilder eigentlich echt oder sind sie nur gut gemachte CGI wie im Film? Und falls sie doch echt sind, ist der dort gezeigte Walker S2 wirklich schon bereit für den Einsatz in der Produktion? All das klären wir heute und damit willkommen in der Rohsphäre. Jens hier, los geht's. Gegründet wurde Uptech im März 2012 von Zhu Jian. Der Start erfolgte mit Spielzeugrobotern der Alpha-Serie, wie hier zum Beispiel dem 1S. Der Alpha 2 wurde 2015 dann schon als der humanoide Roboter, von dem du schon immer geträumt hast, beworben. Oder wie der Firmengründer selbst sagte, als der erste humanoide Roboter für die Familie, der dir beim Yoga, Lernen, Hausarbeiten und Reparaturen im Büro als Entertainer für die ganze Familie, Geschichtenerzähler und helfen soll. Mit Sprachassistenzfunktion ausgestattet ist und viele mehr. Der Durchbruch kam dann 2016, nachdem Uptech 540 kleine Roboter bei der Springfest Gala im chinesischen Fernsehen auftreten ließ und es dafür sogar einen Eintrag im Guinness-Buch der Rekorde gab. Es folgten viele weitere kleine Spielzeugroboter in den Folgejahren, die auch heute noch als Lernroboter zum Programmieren und als Einstieg für Kinder in die Robotik erhältlich sind. 2017 dann brachte Uptech den ersten großen Roboter heraus, einen Service-Roboter mit dem für mich zumindest unaussprechlichen Namen Cruiser oder so ähnlich. 2018 auf der CES folgte dann der erste gehende Roboter auf 2 Beinen namens Walker. Auch wurde Uptech für das Projekt Internet Plus der NDRC ausgewählt, was das Ziel hat, China bis 2030 zum weltweit führenden Innovationszentrum für KI zu machen. Die Nationale Entwicklungs- und Reformkommission ist übrigens die mächtigste Planungsbehörde Chinas, die dieses Projekt steuert. Beim Robocup 2019 vom 2. bis 8. Juli in Sydney, Australien, einem jährlich stattfindenden internationalen Wettbewerb für innovative Robotertechnologien, gewann Uptech mehrere Auszeichnungen mit seinen humanoiden Robotern in Erwachsenengröße. Auf der CES 2020 dann der Aimbot, ein sich auf Rollen bewegender Roboter für die autonome Überwachung von Innenräumen, Bestandsverwaltung, Besucherkontrolle, Prävention von Sicherheitsrisiken und so weiter. Das Service-Roboter-Projekt von Uptech wurde 2020 auch wieder für ein staatliches Förderprogramm ausgewählt. 2021 folgte dann der Walker X, der schon als erster Roboter für die Industrie beworben wurde und hier zum Beispiel zur Sortierung von SPS-Komponenten eingesetzt wurde. 2022 folgten Roboter im Bereich Healthcare und auch mit vielen kleinen Smart Devices. Am 29.12.2023 dann wurde die Aktie von Uptech an der Hongkonger Börse notiert als erstes reines Roboterunternehmen der Welt. 2024 kam dann der Industrieroboter Walker S1 dazu, der schon in ersten Firmen für einfache Aufgaben eingesetzt wurde und womit Uptech erste detaillierte Daten für weitere Versionen gesammelt hat. 2025 folgte dann die neueste Version Walker S2 und der Beginn der Serienfertigung und Auslieferung. Während 2024 nur 3 Walker S-Modelle ausgeliefert wurden, waren es 2025 schon 1079 Stück und bis Ende 2026 sollen 10.000 Walker-Modelle ausgeliefert werden. Die von Uptech ausgelieferten 1079 Modelle ihrer humanoiden Roboter sind natürlich wesentlich weniger als die 5500 Modelle, die Unitree zum Beispiel schon ausgeliefert hat. Allerdings ist der Fokus bei Uptech auch ganz klar die Industrie. Die Modelle von Unitree, also die meist ausgelieferten, sind die G1-Modelle mit 1,20 Meter Größe. Kann man die eigentlich nur Controller gesteuert zum Gehen und für Moves wie Saltos und so verwenden. Das heißt, es ist hier eine ganz, ganz andere Klasse, wo der Walker S
S1 und der Walker S2 spielen. Uptech spielt aber so ziemlich in allen Bereichen mit, wo Roboter im Einsatz sind. So zum Beispiel auch in der Logistik mit mehreren AMRs und AGVs, im Consumer-Bereich mit Saugrobotern, Poolrobotern, Gartenmährrobotern und zur Versorgung und Fütterung von Haustieren. Und natürlich weiterhin, wie schon angesprochen, bei programmierbaren Roboterspielzeugen. Wie groß Uptechs Ambitionen hier in diesem Bereich sind, sieht man am besten an der Anfang April 2026 ausgeschriebenen Stelle eines Chief Scientist of Embodied Intelligence, die mit einem Gesamtvergütungspaket von umgerechnet 18 Millionen Dollar definitiv den besten Kopf der Branche für diese Stelle sucht und natürlich auch für Aufsehen sorgt. Uptech investiert zusammen mit Investoren im Moment gigantische Summen in die Skalierung und den Aufbau von Produktionskapazitäten ihrer humanoiden Roboter und hat 2025 den Umsatz mit humanoiden Robotern ungefähr verzwanzigfacht und es macht ungefähr schon 41% vom Gesamtfirmenumsatz aus. Im Januar 2026 verkündete Uptech dann, dass die Walker S-Modelle auch bei Airbus schon in der Testphase sich befinden. Das stellt zwar noch keine direkte Implementierung in der Produktion dar, allerdings zeigt es ganz deutlich, dass die Modelle von Uptech zumindest in der Industrie als echte Industrieroboter wahrgenommen und zumindest schon getestet werden. Auch bei Herstellern wie Zeeks, NIO und BYD wurden sie bereits eingesetzt und haben erste Gehversuche gemacht. China will mit aller Macht die technologische Führungsrolle im Bereich der künstlichen Intelligenz und humanoider Roboter erlangen, weswegen sie massiv solche Firmen pushen und in sie investieren. Die Massenfertigung solcher humanoiden Roboter ist daher auch das ganz klare Ziel in China. Da es aber dann auch darauf ankommt, was diese Modelle wirklich leisten können, schauen wir uns jetzt mal ganz genau das neueste Modell, den Walker S2 an. Denn dass die Roboter selber stehen können, Gleichgewicht halten und auch Liegestütze machen können, haben schon die Spielzeugroboter vor 10 Jahren gezeigt. Beim Walker S2 hat Uptech aber scheinbar wirklich alles verbessert, was aus den ersten Gehversuchen mit den Vorgängermodellen aufgefallen ist. Mit 1,76 m und ca. 75 Kilogramm ist er unwesentlich größer als sein Vorgänger S1, hat aber mehr Freiheitsgrade. Er hat eine Arbeitshöhe von 0 bis 1,80 Meter und kann damit Gegenstände direkt vom Boden aufheben und weit oben ins Regal stellen. Genau wie der Vorgänger S1 kann er Lasten bis zu 15 Kilogramm heben. Der S2 kann selbstständig seine Akkus wechseln. Im Vergleich zum Atlas von Boston Dynamics muss man hier sogar neidlos anerkennen, dass es hiervon sogar schon echte Videos gibt, anstatt nur Animationen. Mit bis zu 2 Metern pro Sekunde läuft er auch wesentlich schneller als sein Vorgänger. 2 Meter pro Sekunde sind umgerechnet übrigens 7,2 km/h. Das ist schon kein schnelles Gehen mehr, sondern das ist schon eher ein leichtes Joggen für Menschen. Seine Hüfte kann der S2 übrigens um 162 Grad nach links als auch nach rechts drehen. Insgesamt kommen wir also auf 324 Grad, womit er auch ähnlich wie der Atlas von Boston Dynamics Kisten direkt hinter sich aufheben und nach vorn wieder drehen kann, ohne dass er dafür mit den Beinen den kompletten Körper umsetzen muss, was natürlich wesentlich besser für die Effizienz ist. Dank der 2 Stereokameras im Kopf kann er ähnlich wie wir Menschen auch 3D sehen und Entfernungen zu Gegenständen sehr gut abschätzen. Dies soll wohl auch wesentlich einfacher und effizienter sein von der Datenverarbeitung her als die Punktewolke, die bei so einem LiDAR-Sensor anfällt. Die KI im Walker S2, die kommt wohl nur auf 275 Tops. Verglichen mit den bis zu 2000 Tops beim Figure 03 ist das natürlich relativ wenig. Figure AI arbeitet hier jedoch wie viele andere westlichen Firmen an einem Roboter, der bei Erscheinen wirklich schon sehr, sehr selbstständig agieren kann und seine Umwelt und Aufgaben auch wirklich versteht. Uptechs Walker S2 hingegen soll jedoch offenbar so schnell wie möglich ausgeliefert werden an Kunden, damit er wirklich echte Daten aus dem industriellen Umfeld sammeln kann. Außerdem sollen komplexere Aufgaben im Walker S2 in die übergeordnete Steuerung namens BrainNet ausgelagert werden, wodurch sich dann auch einfach Rechenpower und Stromverbrauch im einzelnen Roboter sparen lassen. In der Industrie oder in einer Fabrik mit zig Robotern ist es durchaus wahrscheinlich auch ein gangbarer Weg.
Bei einem einzelnen Roboter, der bei uns zu Hause arbeitet, wo wir nicht möchten, dass Video- und Tondatenaufnahmen das Haus verlassen, sollte die Verarbeitung natürlich direkt im Roboter stattfinden, weswegen das natürlich hier keine Option wäre. Was genau der Walker S2 mit dieser ausgelagerten KI wirklich kann oder können wird oder was er jetzt auch aktuell dann schon können wird, das wird sich allerdings noch zeigen müssen. In ersten Videos, wie hier zum Beispiel, sehen wir zum Beispiel, wie der Walker in sehr einfachen Tätigkeiten Schrauben von ihrer Schutzverpackung befreit und sie dann auf ein Förderband legt, beziehungsweise eigentlich fast hinschmeißt. Ein zweiter Roboter, der bringt dann ein Gestell mit vielen, vielen dieser Schrauben in ein benachbartes Regal. Alles in allem also sind das aktuell wirklich noch sehr, sehr einfache Tätigkeiten, aber deren Fähigkeiten, also die Roboterfähigkeiten, die werden stetig und schnell zunehmen. Da bin ich mir sehr, sehr sicher. Damit der S2 auch wirklich den industriellen Alltag überlebt und dort gut performt, sollen übrigens die Hüftmotoren alleine eine durchschnittliche Haltbarkeit von bis zu 40.000 Stunden haben. Wenn man das jetzt auf einen 24/7-Einsatz umrechnet, kommt man auf ungefähr 4,5 Jahre, was durchaus eine ordentliche Leistung wäre. Die Fingermechanik, die wird mit 80.000 Greifzyklen ohne Kalibrierverlust angegeben. Wenn wir das jetzt mal umrechnen oder versuchen zu vergleichen mit einer einfachen Tätigkeit, wo er von links etwas nimmt, nach rechts legt, gehen wir mal grob von 10 Sekunden aus, 2 Greifzyklen und das jetzt hochrechnen, aber auf den ganzen Tag, dann kommen wir eigentlich bei 80.000 Greifzyklen nur auf wenige Tage. Allerdings muss man hier bedenken, dass diese 80.000 Greifzyklen wahrscheinlich auf die Maximalkraft ausgelegt sind, die ja beim Walker S2 mit 7,5 Kilogramm pro Finger angegeben ist. Das heißt, wenn er normale Greifaufgaben ausführt, dürfte die Haltbarkeit wesentlich größer sein. Und bei industriellen Greifern, da rechnet man eher so mit mehreren Millionen Greifaufgaben als Zyklus oder als Lebensdauer, weswegen wir beim Walker S2 hier auch wahrscheinlich davon ausgehen dürften, dass er das überlebt. Und der Walker S2 ist eben auch der erste Roboter, wo Uptech die Massenfertigung probt. Denn wie schon zu Beginn gezeigt, sind hier im Video gleich weit mehr als 100 Walker S2 zu sehen. Dass auch das Öffnen dieses Rolltos so exakt mit dem Film iRobot übereinstimmt, kann meiner Meinung nach kein Zufall sein. Aber die viel wichtigere Frage ist, war das gut gemachte Computeranimation oder ist das echt? Selbst Brett Adcock, der CEO von Figure, der zweifelte damals auf X an der Echtheit dieser Aufnahmen, was aber von Uptech durch ein ungeschnittenes Video kommentiert wurde, bei dem eine Drohne quer durch die Roboter fliegt und damit eben gezeigt hat, dass es kein CGI ist. Mal angenommen, die vorherigen und auch dieses Drohnenflugvideo, die wären doch CGI gewesen, dann, wie ein anderer User auf X schon anmerkte, wären auch die CGI-Fähigkeiten von Uptech wesentlich besser als die von Elon Musk. Sehr viel wurde auch unter den Videos über diverse Spiegelungen in den Helmen von Lampen und so weiter diskutiert. Letztendlich, meiner Meinung nach, wurden die aber alle relativ gut entkräftet. Und schlussendlich muss man auch sagen, dass ja auch viele, viele weitere Firmen, wie auch eben Tesla, Boston Dynamics und viele andere auch eben an der Massenfertigung von Robotern arbeiten, Produktionskapazitäten jetzt aktuell wirklich schon aufbauen. Und Uptech wäre also, wenn sie wirklich die ersten jetzt gewesen wären, der Vorsprung, das wären gerade mal ein paar Monate. Und dass Uptech hier einfach als erstes Unternehmen das wirklich geschafft hat, mehrere tausend Roboter herzustellen, so wirklich unwahrscheinlich klingt es für mich ehrlich gesagt nicht. Und im Grunde ist es ja auch relativ einfach, weil wenn wir mal von 1079 ausgelieferten Modellen 2025 ausgehen, wo es zum Ende natürlich immer mehr wurden, bräuchte man theoretisch eigentlich nur über 2 Monate die Auslieferung erstmal stoppen und die ganzen Roboter sammeln, damit man sie alle auf einem Platz hat. Und schon hat man im Prinzip so ein Video zusammen. Wo aber wird der Walker S2 bereits eingesetzt oder welche Firmen wollen ihn demnächst einsetzen und ausprobieren? Und hier gibt es schon diverse, so zum Beispiel der prominenteste Partner natürlich NIO, wo Walker S-Modelle bereits seit 2025 zur Montage des Emblems und zur Kontrolle von Türschlössern eingesetzt wurden. Bei BYD liegt der Fokus auf Logistik, wo bereits
hunderte Roboter bei Materialhandling in Batteriefabriken eingesetzt werden. Bei VW in Qingdao werden Roboter für das Anziehen von Schrauben und die Komponentenmontage trainiert. Bei Zeekr erfolgt der Einsatz und weitere Tests in deren Smart Factory. Bei Dongfeng Motor sollen sie in der Fahrzeugfertigung eingesetzt werden. Bei Foxconn sollen sie in der Elektronikfertigung eingesetzt werden. Und bei SF Express sollen sie im Sortierzentrum des größten chinesischen Logistikers eingesetzt werden. Von den bis zu 10.000 produzierten Robotern bis Ende 2026, was übrigens durch eine Kooperation mit Siemens ermöglicht wurde, sollen jeweils zwischen 500 und 1000 Roboter an NIO und BYD wieder gehen. Von vielen weiteren Firmen gibt es zumindest Absichtserklärungen, die diese Roboter erwerben wollen. Dennoch schreibt Uptech aktuell noch tiefrote Zahlen, was durch das aggressive Wachstum und den Aufbau von Produktionskapazitäten bedingt sein dürfte. Die entsprechenden Preise für die Roboter, die je nach Quelle zwischen 41.000 und 180.000 Dollar in etwa liegen, wahrscheinlich auch abhängig von der Ausstattung, von wem man es einkauft und. Ab spätestens Ende 2028 ist dann bei Uptech aber der Break-Even geplant, wo dann auch wirklich Gewinne eingefahren werden. Schauen wir mal. Was denkst du? Ist es realistisch, dass Uptech bis Ende 2026, also bis Ende diesen Jahres, bis zu 10.000 ihrer Walker S2-Modelle produziert? Und B, werden sie auch ausreichend Firmen finden, die diese Modelle jetzt schon erwerben und ausprobieren wollen? Zu bedenken ist hier natürlich auch, dass Uptech nicht die einzige Firma ist, denn auch Firmen, wie ich schon ansprach, wie Tesla, Figger und so weiter, die wollen bis Ende 2026 mit der Massenfertigung gestartet haben und ab Ende 2026 auch mit der Auslieferung ihrer Modelle beginnen. Ich bin gespannt, was ihr davon haltet. Lasst mir auf jeden Fall gerne ein Like und ein Abo da. Und hier oben geht es direkt zum nächsten Video für dich über den Atlas von Boston Dynamics, warum er so aussieht, wie er aussieht und warum das gut so ist.